Stell dir vor, du sitzt in einem über 20 Tonnen schweren Kampfjet. Unter dir liegt kein endloser Asphalt, sondern ein schwankendes Stück Stahl, das selbst mitten durch die Wellen pflügt. Du rast mit mehr als 240 Kilometern pro Stunde darauf zu. Und statt sanft aufzusetzen und gemütlich auszurollen, hast du nur eine Strecke von rund 100 Metern, bis das Deck einfach im Meer endet. Auf einer normalen Landebahn würdest du dafür fast 3 Kilometer brauchen. Hier wirst du in 2 Sekunden von voller Fahrt auf Null gerissen. Und jetzt kommt der Teil, der jeder Vernunft zu widersprechen scheint. Im selben Moment, in dem die Räder das Deck berühren, zieht der Pilot die Triebwerke nicht zurück. Er schiebt sie auf volle Leistung. Er gibt also Vollgas, während er landet. Das klingt wie ein schwerer Fehler, doch genau das entscheidet hier über Leben und Tod. Willkommen beim Kern der Dinge. Wir analysieren, wie ein einziges Stahlseil ein komplettes Kampfflugzeug auffangen kann, ohne es in Stücke zu reißen. Wir klären, warum der Pilot ausgerechnet beim Aufsetzen Vollgas gibt. Und wir reisen über 100 Jahre zurück zu einem Mann, der das Ganze mit Sandsäcken erfunden hat. Wenn du die verborgene Technik hinter den größten Maschinen der Welt verstehen willst, dann abonniere jetzt diesen Kanal. Um zu begreifen, was hier passiert, musst du das eigentliche Problem sehen. Ein Flugzeug, das landet, will eigentlich nur eines: langsam und sanft ausrollen. Genau dafür ist auf einem Flugzeugträger kein Platz. Das nutzbare Landedeck ist nur etwa so lang wie ein einziger Häuserblock. Ein Jet, der mit voller Geschwindigkeit aufsetzt, wäre lange im Wasser, bevor er von allein zum Stehen käme. Es gibt also nur eine Lösung. Man muss die gewaltige Bewegungsenergie der Maschine in Sekundenbruchteilen einfangen und vernichten. Nicht mit Bremsen am Rad, denn die würden auf dem kurzen, oft nassen Deck einfach durchrutschen, sondern mit etwas, das das ganze Flugzeug von außen festhält und abbremst. Und dieses Etwas ist erstaunlich schlicht. Es ist ein quer über das Deck gespanntes Stahlseil. Unter dem Heck jedes Trägerflugzeugs sitzt ein kräftiger Stahlhaken, der sogenannte Fanghaken. Beim Anflug klappt der Pilot ihn nach unten. Quer über das Deck sind 3 bis 4 dicke Stahlseile gespannt, jedes nur eine Handbreit über dem Boden. Setzt das Flugzeug auf, soll der Haken genau eines dieser Seile erwischen. Das klingt einfach, ist in Wahrheit aber Millimeterarbeit bei voller Geschwindigkeit. Damit das überhaupt gelingen kann, ist der Landebereich auf modernen Trägern schräg zur Fahrtrichtung des Schiffs angelegt. Diese schiefe Piste hat einen genialen Grund. Verfehlt der Haken alle Seile, rollt das Flugzeug nicht in die vorne geparkten Maschinen, sondern frei über die seitliche Kante wieder hinaus ins Leere. Den richtigen Anflugwinkel zeigt dem Piloten dabei kein Funkspruch. Ein optisches System aus gebündelten Lichtern, von den Piloten nur der Ball genannt, scheint neben dem Deck zu schweben und verrät auf den Meter genau, ob er zu hoch oder zu tief hereinkommt. Trifft der Haken, wird das Seil ruckartig nach vorne gezogen und spannt sich zu einem weiten Bogen. Diese Seile sind keine gewöhnlichen Drähte. Sie sind so reißfest, dass eines davon das Gewicht von Dutzenden Autos halten kann. Aber das Seil allein bremst noch gar nichts. Es ist nur der sichtbare Teil einer riesigen Maschine, die tief unter dem Deck verborgen liegt. Was du auf dem Deck siehst, ist nur die Spitze. Die eigentliche Arbeit passiert ein Stockwerk tiefer. Jedes Ende des Seils läuft dort um Rollen und ist mit einem gewaltigen Kolben in einem ölgefüllten Zylinder verbunden. Reißt das Flugzeug am Seil, wird dieser Kolben mit enormer Wucht durch den Zylinder gepresst. Das Öl darin kann aber nicht einfach ausweichen, es wird durch eine fein gesteuerte Öffnung gequetscht und genau dieser Widerstand schluckt die Energie der Maschine. Das Geniale daran ist eine Steuerung, die diese Öffnung in Echtzeit anpasst. Dadurch wird ein schwerer Jet genauso sicher gestoppt wie ein leichteres Flugzeug. Egal was am Haken hängt. Das System bringt es immer auf fast derselben kurzen Strecke zum Stehen. Die Bewegungsenergie des Flugzeugs verwandelt sich dabei in pure Wärme im Öl. Die Kräfte, die das Seil in diesem Moment aushalten muss, sind kaum vorstellbar. Ein einziges dieser Stahlseile kann mit einer Last von weit über 80 Tonnen belastet werden, bevor es überhaupt nachgibt. Für den Piloten sind diese 2 Sekunden brutal. Sein Körper wird mit über dem Doppelten der normalen Schwerkraft nach vorne in die Gurte gepresst. Alles, was nicht festgeschnallt ist, fliegt durch das Cockpit. Eine moderne Anlage kann auf diese Weise ein über 20 Tonnen schweres Flugzeug abfangen, das mit rund 240 Kilometern pro Stunde ankommt. Und das auf einer Strecke von etwa 100 Metern. Über dem Deck herrscht dabei ein streng geordnetes Chaos. Die Crew trägt Hemden in grellen Farben und jede Farbe steht für eine Aufgabe. Gelb dirigiert die Flugzeuge, Rot kümmert sich um die Waffen, Violett um den Treibstoff. Grün bedient die Katapulte und genau jene Fanganlage, die das Flugzeug eben gestoppt hat. Innerhalb von Sekunden klappt der Pilot den Haken wieder hoch, das Seil schnell zurück und das Deck ist bereit für die nächste Landung. Jetzt löst sich das Rätsel vom Anfang.
Warum gibt der Pilot beim Aufsetzen Vollgas, wenn er doch stoppen will? Die Antwort ist eine Frage des Überlebens. Es kann immer passieren, dass der Haken kein einziges Seil erwischt. In der Fliegersprache nennt man das einen Bolter. Würde der Pilot in diesem Fall die Triebwerke gedrosselt haben, hätte er zu wenig Schub, um wieder abzuheben und würde vorne über die Kante ins Meer rollen. Deshalb gilt eine eiserne Regel. Räder berühren das Deck, Triebwerke auf volle Leistung. Fängt das Seil die Maschine, schiebt es sie trotz des Vollgases mühelos in den Stillstand. Erwischt der Haken nichts, ist das Flugzeug schon wieder schnell genug, um durchzustarten und es erneut zu versuchen. Dieselbe Regel rettet auch dann, wenn das Undenkbare geschieht und ein Seil unter der Last reißt. Genauso unmöglich wie die Landung ist der Start. Aus eigener Kraft käme ein schwerer Jet auf den kurzen 100 Metern niemals auf Tempo. Dafür gibt es das Katapult. Bei den klassischen Trägern ist es eine Schiene voller Hochdruckdampf. Ein Schlitten klingt sich in das Bugrad ein, der Dampf wird schlagartig freigesetzt und die Maschine wird wie aus einer riesigen Armbrust nach vorne geschleudert. In weniger als 2 Sekunden beschleunigt das Katapult ein tonnenschweres Flugzeug auf Startgeschwindigkeit. Für den Piloten fühlt es sich an, als würde ihm jemand mit voller Wucht in den Rücken treten. Dieselbe Energie, die bei der Landung mühsam vernichtet wird, muss beim Start in Sekunden hineingepumpt werden. Ein Träger ist damit beides zugleich, eine gewaltige Bremse und eine gewaltige Schleuder. Der Dampf hat allerdings einen Haken. Er ist ruckartig und belastet die Flugzeugzellen über die Jahre enorm. Die neueste Generation der Träger setzt deshalb auf Magnetkraft. Statt Dampf treibt ein langer elektromagnetischer Antrieb den Schlitten an, ähnlich wie bei einer Magnetschwebebahn. Dieser Schub lässt sich viel feiner steuern. Er kann sanft genug sein für eine leichte Drohne und brutal genug für den schwersten Jet. Während der alte Dampf seine volle Wucht fast schlagartig entlädt, verteilt der magnetische Antrieb dieselbe Kraft gleichmäßig über die ganze Strecke. Das schont das Material und erlaubt noch mehr Starts in noch kürzerer Zeit. Doch ob Dampf oder Magnet, das Grundproblem bleibt seit über 100 Jahren exakt dasselbe. Denn die eigentliche Idee ist uralt. Im Januar 1911 wollte ein junger Kunstflieger namens Eugene Ely etwas beweisen. Er wollte als erster Mensch mit einem Flugzeug auf einem Schiff landen. Auf das Heck eines Kriegsschiffs wurde dafür eine hölzerne Plattform gezimmert. Quer darüber spannte man 21 Seile und an jedes Ende band man einen über 20 Kilogramm schweren Sandsack. An sein Flugzeug schraubte Ely einfache Haken. Mit etwa 60 Kilometern pro Stunde setzte er auf, die Haken griffen die Seile, die Sandsäcke hoben vom Boden ab und bremsten ihn weich in den Stand. Es funktionierte auf Anhieb. Diese Sandsäcke von damals sind exakt das Öl im Zylinder von heute. Der eine Gedanke dahinter hat sich in über einem Jahrhundert nicht verändert. Was sich verändert hat, ist der Preis, den das Material zahlt. Ein einziges Fangseil hält nur eine begrenzte Zahl solcher Landungen aus. Dann wird es ausgetauscht, lange bevor es auch nur die kleinste Schwäche zeigt. Denn ein Seil, das im falschen Moment reißt, wird selbst zur tödlichen Waffe auf dem Deck. Und genau hier wird es spannend, wenn man kurz weiterdenkt. Wenn schon das simple Auffangen eines einzelnen Jets so viel verborgene Technik verschlingt, wie viel davon steckt dann wohl in dem schwimmenden Stahlkoloss, der Hunderte dieser Starts und Landungen am Tag wegsteckt, ohne ins Wanken zu geraten? Schreib mir in die Kommentare, welches dieser Details dich am meisten überrascht hat. Wir sehen uns beim nächsten Kern der Dinge.